Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal I Love Kuba. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Wir blicken wieder mal auf die aktuelle Lage in Kuba und ich sage mal so, es könnte sein, dass das eines meiner längsten Videos wird. Schauen wir mal. Wenn du auch in Zukunft kein Video zu Thema rund oder zu Themen, besser gesagt, rund um Kuba verpassen möchtest, abonniere meinen Kanal. Okay, dann starten wir mal. Fangen wir mit dem COC an. Wir wissen ja, der COC sollte zum 1.7. diesen Jahres nicht mehr existent sein. Nun, das wurde aufgehoben, beziehungsweise hat sich der Termin verschoben. Das Datum wurde vom 30.06. auf den 30.12. verschoben. Bis dahin hat man noch die Möglichkeit, seine COC einzutauschen. Es sind wohl noch zu viele COC im Umlauf. Also alle, die jetzt noch COC haben, haben noch ein wenig mehr Zeit. In Havanna wird das erste LGBT-freundliche Hotel eröffnet. Hierbei handelt es sich um das 1888 errichtete Hotel Telegrafo. Das Hotel wird in Zusammenarbeit mit der spanischen Kette Axel Hotels betrieben, welche sich auf queeren Tourismus spezialisiert haben. Das Personal erhält Schulungen durch das Zentrum für Sexualkunde. Mariela Castro, die Tochter von Raúl Castro, ist die Leiterin und setzt sich für die Verbesserung von Trans- und Schwulenrechte in Kuba ein. Der Tropensturm Elsa fegte über Kuba, aber zur Abwechslung nur recht leicht. Bei einer Windgeschwindigkeit von 100 km/h kam es größtenteils nur zu Überschwemmungen und Stromausfällen. Elsa befand sich 2 Tage auf Kuba, am Wochenende ging es in Granma los und am Montag endete es östlich von Havanna über Matanzas. Alles in allem kam Kuba glimpflich davon. Die UN-Generalversammlung hat sich erneut gegen die seit 1962 bestehende Blockade der USA gegen Kuba ausgesprochen. 184 zu 2 Staaten verurteilten demnach die Blockade gegen Kuba. Lediglich die USA und Israel sind für das Weiterbestehen der Blockade. Dazu gab es noch 3 Enthaltungen von Brasilien, Kolumbien und die Ukraine. Die letzte Abstimmung 2019 ist ähnlich ausgefallen. Bekanntlich hat sich dadurch nichts verändert. Ich habe also auch diesmal wenig Hoffnung, dass sich etwas ändern wird. Kommen wir zu etwas Erfreulichem. Wie ich bereits berichtet habe, läuft seit gut einem Monat die Impfkampagne mit den Kandidaten Soberana Dos und Abdallah in Havanna, Matanzas und Santiago. Auch wenn die Zeit drängt, denn zur allgemeinen Corona-Situation kommen wir gleich noch, werden täglich immer mehr Personen geimpft. Zum jetzigen Zeitpunkt haben 26% der Bevölkerung die Erstimpfung erhalten und knapp 15% sind tatsächlich auch schon vollgeimpft. Laut Kubas eigenem Pharmakonzern hat Abdallah eine Wirksamkeit von 92,28% nach 3 Impfungen. Soberana Dos hat nach 2 Impfungen eine Wirksamkeit von 62%. Bei der 3. Impfung erhält man dann Soberana Plus als Booster, wodurch eine Wirksamkeit von 91,2% erreicht werden soll. Hoffen wir mal, dass die Zahlen auch stimmen. Die kubanische Gesundheitsbehörde CESMED hat nun Abdallah Not zugelassen. Eine Zulassung sollte erst erfolgen, wenn alle notwendigen Parameter für die WHO erfüllt werden. Laut eigener Aussage war der ausschlaggebende Grund für die Notzulassung die hohe Wirksamkeit von 92,28%. Und hier schwenken wir auch schon zum nächsten Thema. All die Wirksamkeiten helfen nicht, wenn es nicht genug Impfdosen gibt und es an medizinischem Material wie unter anderem auch Spritzen, Handschuhe, Schmerzmittel oder sonstige Medizin fehlt. Schauen wir uns an dieser Stelle mal die 7-Tage-Inzidenz für Kuba an. In der Grafik ist zu erkennen, dass es Mitte Juni schlagartig in die Höhe geschossen ist. Der Wert liegt aktuell bei 215. Zum Vergleich, Deutschland liegt mit einem funktionierenden Gesundheitssystem bei aktuell 5,8. Die sogenannte Delta-Variante macht auch in Kuba nicht Halt. Speziell Matanzas wurde zum neuen Epizentrum. Schauen wir uns die aktuellen Zahlen an, so hat Kuba am 9. Juli 6.422 neue Fälle gemeldet. Davon allein in Matanzas 3.559.
Havanna hatte 524 und Santiago 366. Ein Tag zuvor hatte Kuba 3.819 neue Fälle, Matanzas hatte 1.327, Havanna 645 und Santiago 387. Matanzas hat die Fälle innerhalb eines Tages verdreifacht. Das Gesundheitssystem kollabiert an dieser Stelle. Im Internet findet man viele Videos in den sozialen Medien. Ich verzichte hier auf die Einblendung. Sucht einfach mit den Hashtags SOS Kuba oder SOS Matanzas. Patienten konnten teilweise nicht versorgt werden und liegen auf den Fluren, auf den Boden. Vielleicht fragst du dich jetzt, wie du helfen kannst. Das ist relativ schwer. Pakettransporte gehen weiterhin nicht und das nach knapp 1,5 Jahren, aus Deutschland zumindest. Vielleicht fliegst du selbst nach Kuba, dann könntest du zum Beispiel medizinische Handschuhe und rezeptfreie Medikamente oder auch einfach nur Seife für die Hygiene mitnehmen. Vielleicht kennst du eine Person in Kuba und kannst diese mit einer Aufladung des Smartphone-Guthabens helfen. Auch das ist wichtig, denn das Guthaben kann privat gegen Geldmittel oder auch Warengüter getauscht werden. Zum Thema Smartphone-Guthaben mache ich noch ein extra Video. Ich für meinen Teil habe lange nach einer Möglichkeit gesucht, meine Hilfe dort anzubieten, wo sie auch das Gesundheitssystem in Kuba unterstützt. Zum einen denke ich, durch dieses Video Menschen zu erreichen, die sich vielleicht angesprochen fühlen, auch zu unterstützen. Zum anderen habe ich die Organisation Global Health Partner ausfindig gemacht. Hierbei handelt es sich um eine Non-Profit-Organisation aus den USA in New York City, welche 1994 ein medizinisches Hilfs- und Austauschprogramm mit kubanischen Krankenhäusern und Gemeindekliniken aufgebaut hat. Mit dem aktuellen Projekt wurden unter anderem 4 Millionen Spritzen nach Kuba geschickt. Ich lasse euch den Link hierzu in der Videobeschreibung. Informiert euch und wenn ihr der Organisation Vertrauen schenkt, dann lasst einfach eine Spende dort, um der Medizin in Kuba weiterhin oder weitere, besser gesagt, Mittel bereitzustellen. So, wir sind noch nicht am Ende, aber kommen wir zum letzten Thema. Wie sieht es mit den Einreisebestimmungen aus? Ja, Kuba ist laut dem Auswärtigen Amt Deutschland als Risikogebiet eingestuft. Bei den aktuellen Zahlen über 200 könnte Kuba bald jedoch zum Hochinzidenzgebiet gezählt werden. Bei der Einreise wird ein Negativ-PCR-Test benötigt, der nicht älter als 72 Stunden ist. Bei der Ankunft von Kuba wird am Flughafen ein zweiter PCR-Test gemacht. Pauschaltouristen gehen in ihr Hotel und warten dort dann auf das Ergebnis. Sobald sie die negativen Meldungen erhalten haben, können sie sich frei bewegen. Individualreisende machen am 5. Tag einen weiteren PCR-Test. Erst wenn auch dieser negativ ist, kann man sich frei bewegen. Reisende, die über die Flughäfen Varadero und Cayo Coco einreisen, müssen sogar 7 Tage in Quarantäne. Die Buchung der Quarantänehotels ist vor der Reise vorzunehmen und wird durch die Fluggesellschaft vor Abflug geprüft. Auch Einreisende, die geimpft sind, müssen die PCR-Tests machen und sich auch in die Quarantäne begeben. Wenn wir nun die Rückreise betrachten, wird es auch nicht leichter. Grundsätzlich gilt, dass Personen, die aus dem Risiko oder generell aus einem Risikogebiet nach Deutschland zurückkehren, für 10 Tage in Quarantäne müssen. Die Quarantäne kann beendet werden, wenn ein Test, Impf- oder Genesungsnachweis an die zuständige Behörde übermittelt wird. Hierzu gibt es das Einreiseportal der Bundesregierung unter www.einreiseanmeldung.de. Wenn man also bereits vollständig geimpft ist, sollte dieser Nachweis für die Einreise nach Deutschland ausreichen und man benötigt keinen extra PCR-Test. Die Quarantänepflicht besteht nicht für geimpfte und genesene Personen. Sollte man nicht voll geimpft sein
und auch keinen Genesungsnachweis haben, so benötigt man weiterhin für die Rückreise nach Deutschland einen PCR-Test. Und hier kommen wir nun auch zum Risikofaktor. Aktuell kann nicht sichergestellt werden, dass der PCR-Test in Kuba rechtzeitig vorliegt und man seine Rückreise antreten kann bzw. darf. Wenn man zur jetzigen Zeit also nach Kuba fliegt, dann sollte man diese Umstände kennen. So, das war heute ein etwas längeres Video, zumindest für mich. Wenn dir das Video gefallen hat und du dich informiert fühlst, gib mir gerne einen Daumen nach oben und lass mir einen Kommentar da. Wenn du auch in Zukunft kein weiteres Video zu Themen rund um Kuba verpassen möchtest, abonniere doch jetzt meinen Kanal. Ich wäre dir auf jeden Fall sehr dankbar dafür. Wir sehen uns im nächsten Video, spätestens am nächsten Sonntag. Bis dahin, Saludos, ciao.